Hey guys, what's up? Willkommen zu einem neuen Video von Bros in Japan. Heute sind wir in Sadoshima auf einem zweitägigen Wochenendtrip und wir sind hier nicht alleine, wir sind hier mit der Sadoshima Official Travel Agency, die diesen ganzen Trip hier auch sponsert und einige Aktivitäten für uns geplant hat und ich freue mich jetzt schon, euch da mitzunehmen und euch das hier ein bisschen zu zeigen. Ja, und ich würde jetzt sagen, es geht gleich mal los, oder? Ja, wir sind jetzt hier in Shosaburo Sushi und hier essen wir jetzt mal zu Mittag, bevor es dann losgeht mit der Tour. Also wir haben ein reichliches Programm vor uns und wir haben uns gerade vorhin sagen lassen, dass es gerade im Winter die beste Seafood-Season ist. Das heißt, hier ist der beste Zeitpunkt, eben um ein bisschen Sushi zu essen. Ich freue mich jetzt auch schon sehr darauf. Das soll eines der besten Sushi-Restaurants in Japan sein. Und ich würde sagen, wir bestellen und dann sehen wir weiter. Niki, was tust du? Ja, also ich hab's versaut. So ist man definitiv nicht traditionell Sushi, aber schmecken tut's trotzdem. So, wir stehen jetzt hier vor dem Sado Sagamura Museum und das ist so eine Art Holzprintmuseum. Ich weiß jetzt nicht, wir werden jetzt hier so ein bisschen Bilder zeichnen oder irgendwie kreieren. Müssen wir mal schauen. Also ich bin jetzt eigentlich nicht so der Typ, der wirklich gut ist in so künstlerischen Sachen, aber wir es auf jeden Fall mal aus und dann schauen wir mal, wie das so läuft. Ja. Ja, also wir sind jetzt finish mit dem ersten Workshop und ich muss sagen, es sieht doch ziemlich gut aus, oder Thomas? Wir sind jetzt hier bei der Kinzan Goldmine angelangt und hier wurde vor 400 Jahren in der Edo-Periode die höchste Goldqualität Japans produziert, also das Gold hier hatte die höchste Qualität und ja, jetzt mittlerweile ist es einfach nur noch eine Art Museum und wir checken das jetzt am besten mal aus, gehen direkt rein und ja, ich bin schon sehr gespannt, ob wir vielleicht ein bisschen Gold finden. Ja, also jetzt sind wir hier vor dem berühmten Pac-Man Mountain, der halt diese Form angenommen hat durch die ganzen Goldausgrabungen damals. Und ja, also man muss halt schon sagen, das sieht ziemlich episch aus, oder Niki? Ich finde den voll cool, also richtig geil, dass wir sowas hier sehen können. Ja, ich habe den immer nur auf Bildern gesehen und jetzt kann man den mal endlich live sehen. Also. Ja. Oder auch nicht. Ja, ich habe jetzt hier 30 Sekunden Zeit, um das rauszuholen und wenn ich das schaffe, dann gehört es mir. Ich krieg's nicht hin. Niki, du siehst so fertig aus. Was ist los? Ah, ja, ich bin noch ein bisschen fertig, aber jetzt gibt es hier gleich Abendessen. Schaut euch das am besten mal an, ist richtig episch. Ja, freue ich mich schon hart drauf. Das ist richtig selten in Japan, dass man so viel Gemüse hat. Normalerweise gibt es irgendwie nur Fleisch und Reis. Niki, was isst du da? Ja, so eine Schnecke hätte ich jetzt gesagt, also so Seeschnecke wahrscheinlich. Oder Muschel, ich weiß nicht genau. Sehr interessant. Probier das jetzt hier mal rauszubekommen. Ist gar nicht so einfach. Das ist. Wow. Okay. Was ist da los, Niki? Erklär die Situation. Ja.
kommt er nicht raus. Anscheinend hat Niki ein paar Komplikationen. Er hat gerade... Junge, du kannst nicht meine Schnecke aus dem Haus holen. Jetzt sind wir hier beim Frühstück. Ein bisschen Kaffee, Curry, ein paar Kleinigkeiten und Satoshi Milk. Da bin ich schon drauf gespannt. Und ja, Niki, was sagst du zum Frühstück? Ja, ist ganz nett, sag ich mal. Aber ich bin noch satt von gestern. Aber ist ja auch egal. Also wir werden das jetzt essen und danach geht es ja eh schon los mit den Aktivitäten. Und dann haben wir einen heftigen Tag vor uns. So, wir sind jetzt hier bei dem Meotoiwa Saltworks und wir machen hier unsere eigenen Onigiris mit Sarushima Reis und wir produzieren auch den Salz dann gleich selber, das zeigen wir schon später. Der Reis wird jetzt hier mal gekocht für 30 Minuten. Ich freue mich schon sehr darauf und dann machen wir traditionelle japanische Reisbällchen, also Onigiris, und jetzt machen wir mal den Salz dafür. Let's go! So, der Niki, der wird jetzt hier Holz, bisschen Feuerholz machen. Und ja, das sah nicht so gut aus. Zweiter Versuch. Ja, also ich dachte, der Niki ist kräftig, aber das sieht nicht so gut aus. Liegt am Holz, liegt am Holz. Also hier ist das fertige Salz. Leider hat der Niki es nicht geschafft, das Feuerholz zu zersplittern. Aber ja, er probiert jetzt hier gerade das Salz und wie schmeckt's, Niki? Und Niki, wie fühlst du dich jetzt, wo du dein Gehalt bekommen hast? Ja, absolut gut. Also hier, was gibt Besseres als ein bisschen Salz als Gehalt? Aber das ist ein ganz besonderer Salz. Das ist eben Sarushima Meersalz und wie mir vorhin berichtet wurde, hat der sehr, sehr viel Nutrition. Also der hat sehr viel Magnesium, Natrium, Vitamin C. Also hier soll sehr gesund sein. Und ich freue mich jetzt schon drauf, das dann mit dem Onigiri zu essen. Let's go! Leute, ich habe hier meine Reisbällchen jetzt fertig gemacht und wir packen die jetzt ganz japanisch traditionell. Da freue ich mich jetzt auch schon drauf. Und danach haben wir dann ein nices Snack ja, auf dem Weg zu der nächsten Location. Okay, also wir haben jetzt hier unsere Anleitung bekommen. Wir sind jetzt beim Bamboo-Workshop, genau. Und das sieht aus wie bei Ikea, das sollte kein Problem sein. Doch, also ich glaube, das ist ein ziemliches Problem. Der Niki, der wird das jetzt angehen und ja, ich werde ihn dabei filmen und das wird bestimmt lustig. Ja, ich glaube auch. Ja, jetzt haben wir unser Bambusspielzeug fertig gemacht. Der Niki wird jetzt mal kurz zeigen, wie das Ganze funktioniert. Ja, schauen wir mal, ob ich das jetzt hinbekomme. Ich hoffe nur, dass ich mir das nicht gleich auf den Kopf haue. Das ist ziemlich schwer, muss ich sagen. Vielleicht mache ich es einfach so. Ey, bitte. Und Niki, jetzt geht's zum letzten Stop, dem traditionellen Tanz. Da freue ich mich ehrlich gesagt gar nicht drauf. Ich hätte echt noch lieber was also da wo wir das Onigiri gemacht haben, gemacht. Das war echt cool. Ja, an der Küste, das war ziemlich cool. Ja, die Location war auch besser. Okay. Ja, aber mal schauen, wie es jetzt wird. Okay, wir sehen uns später. Und Niki, schon wieder Sashimi. Ja, also freue mich auf jeden Fall drauf. Wieder mal frischer Fisch. Davon hatten wir in den letzten Tagen auf jeden Fall einigen. Und hier wieder so eine Seeschnecke, aber dieses Mal, ja, ich glaube dieses Mal schenke ich die lieber hier.
Ja, Niki, du wirst es ja jetzt nachmachen, oder? Was? Wie, nö? Was? Nö, Niki, das haben wir aber so vorher abgesprochen, oder? Wieso lachst du? Ja, ich glaube, wir sind ja Bros in Japan und ich glaube, der Thomas muss ein bisschen mehr Ja. Screentime bekommen. Ein Deswegen- Bro filmt das und der andere Bro tanzt das. Genau. Jetzt. Auf Das- geht's, Niki. Auf jeden Fall. Was sagst du, Niki? Ja, wow. Also das ist wirklich unglaublich spaßig und das ist das Beste, was wir diesen 2 Tagen gemacht haben. Ja, das war unser Trip nach Sado Island. Wir werden jetzt mit dem Boot wieder zurück nach Niigata fahren und da dann den Shinkansen zurück nach Tokio nehmen. Das wird jetzt noch ein paar Stündchen dauern. Circa 3 Stunden, ganz genau. Ganz genau. Aber ja, es war ein nicer Trip, oder? Ja, war gut. Auf jeden Fall mal interessant. Ich war ja noch nie in Niigata. Ja, auch das erste Mal für mich. Genau. Aber ja, natürlich, wir haben uns ein bisschen mehr erhofft, dass wir ein bisschen mehr vom Meer sehen, ein bisschen mehr Natur, ein bisschen mehr Sightseeing machen. Ja, es war halt eine geplante Tour, also Ja. das Programm war schon gefixt, aber ja, wir hatten uns dann schon ein bisschen erwartet, dass wir mehr Freizeit hatten, aber Etwas, ja. ja, die meisten Aktivitäten, die waren eigentlich ganz nice, oder? Das hat dir so am besten gefallen? Also ich fand auf jeden Fall das Onigiri machen am besten, weil das ja auch direkt am Meer war und da hatte man eigentlich so 2 Sachen in einem fast schon. Also einen schönen View aufs Meer, aber halt auch eine interessante Aktivität und nebenbei hat man was zum Essen, also was will man mehr, oder? Ja, das war schon ganz nice, also das mit dem Holzhacken, das muss ich auch noch ein bisschen üben. Das müssen wir noch ein bisschen üben auf jeden Fall. Ja, was ich auf jeden Fall nicht üben werde, ist das Tanzen dort. Also Das, am Ende, da waren wir glaube ich auch schon ein bisschen fertig mit Ja. den Nerven und auch mit der Kraft am Ende. Aber ja, das mit dem Tanzen, das war jetzt nicht so optimal. Aber der Rest, der war eigentlich ziemlich episch. Die Mine, die war auch Die Mine war lustig. cool. Ja, Die da war habe ich cool. schon von gelesen und gesehen. Aber ja, mit den Robotern, das ist schon ziemlich interessant. Die Roboter waren sehr interessant, auch so ein bisschen der geschichtliche Hintergrund. Also an sich, ja, Sarushima auf jeden Fall ein Platz, den man besuchen sollte, gerade wenn man mal ein bisschen mehr von Japan sehen möchte, ein bisschen mehr Zeit hat in Japan. Und wir haben ja dieses Mal, glaube ich, nur 1/3 der Insel Ja. sehen können. Also es gibt halt noch andere Aktivitäten, wie zum Beispiel Ruinen, die man besuchen kann oder halt auch Sake-Brauereien. Ja. Und im Sommer ist es eine ganz gute Zeit und da würden wir euch vielleicht mal empfehlen, entweder in einer Gruppe oder halt alleine zu kommen. Vielleicht alleine immer, kommt drauf an, wie ihr drauf seid. Alleine immer halt ist halt besser, wenn ihr eure eigene Sachen machen wollt. Ja, aber in generell Sarushima sicherlich, ich sag's mal auf Englisch, worth visiting, also ist ein Trip wert. Und ja, auch das Essen hier sehr, sehr gut. Die bauen ja alles regional selber an. Ja, wir werden dieses Mal auch wieder alle Informationen über das Hotel, wie wir hingekommen sind und die Aktivitäten und in die Beschreibung reintun. Und ja, Das könnt ihr euch da mal anschauen. Und im Generellen würde es uns natürlich sehr helfen, wenn ihr diesem YouTube-Channel ein Like gibt, wenn ihr subscribt, wenn ihr die Videos teilt. Ganz genau. Und auch kommentiert natürlich. Wenn ihr irgendwie Fragen habt über Japan, stellt die einfach. ganz genau. Wir können- Wir werden euch jeder beantworten. Auf jeden Fall, ja. Und ich hätte gesagt, wir sehen euch im Ja. nächsten Video, oder? Und wir machen uns dann auf den Weg zurück nach Tokio. Ganz genau. Auf Wiedersehen, eure Bros in Japan. Japan.